Hi Leute, nachdem das angekündigte Update vom letzten Mal ja nun doch nicht stattgefunden hat, alle weiteren Infos erfahrt ihr übrigens als Beitrag auf meiner YouTube-Seite, ist es jetzt mal wieder Zeit gewesen für ein neues Update. Und zwar ist heute mit dem Update 3.01 Captain Silverfish neu ins Spiel gekommen. Dieser fordert uns auf, mit ihm zusammen auf eine verlassene Insel zu segeln, um für ihn einen Schatz zu bergen. Alleine kann er das nicht, weil er eine lebende Person braucht. Das deutet darauf hin, dass es sich hier um einen Geister-Captain handelt. Viel mehr kann ich euch über Captain Silverfish auch nicht verraten, weil es da noch keine Informationen im Wiki gibt und man noch nichts diesbezüglich nachlesen kann. Wie gesagt, er ist ab heute ganz neu ins Spiel hinzugekommen. Wann der Captain immer bei euch auf der Insel ist, das lässt sich natürlich nur spekulieren, aber da heute Montag ist, gehe ich mal stark davon aus, dass er immer zum Start der Woche einmal bei euch auf der Insel erscheint und ihr die Möglichkeit habt, seinen gewünschten Schatz für ihn zu besorgen. Sein Boot befindet sich direkt unter ihm, da können wir dann einfach hingehen und die Schatzsuche starten. Ab hier habe ich den Ingame-Sound jetzt mal angestellt, damit ihr einen besseren Einblick bekommt. Also wir starten dann hier nämlich direkt auf der Insel und haben den Metalldetektor dabei. Diesen können wir anhand von der kleinen Lampe und dem Signal bei uns auf dem Rücken feststellen, wo sich die Schätze befinden. Sobald wir natürlich im unmittelbaren Umfeld sind, wo der Schatz begraben liegt, beginnt die Lampe und der Sound wesentlich schneller zu blinken und die Position gibt sich frei und wir können den Schatz einfach ausbuddeln. Finden lassen sich auf der Insel Goldmünzen und auch Diamanten, die wir als Belohnung kriegen können, und natürlich suchen wir nach dem Gegenstand, den Captain Silverfish von uns haben will. Es sind aber durchaus mehrere Schätze vergraben und als wichtige Info noch, die Inseln werden zufällig generiert. Das bedeutet, die Insel, die ihr jetzt gerade bei mir seht, werdet ihr vermutlich nicht haben, also könnt ihr euch nicht an den Positionen orientieren, um die Schätze an der gleichen Position zu finden. Ich hatte hier noch das Glück, ganz im Norden eine Schatztruhe zu finden, worin sich 500 Münzen verborgen haben, aber es kann natürlich auch eine andere Belohnung wie Diamanten darin sein. Da das Update noch ganz neu ist, kann es sein, dass sich noch einige Bugs eingeschlichen haben. Ich hatte nämlich das Pech, dass sich hier ganz im Westen bei mir, wo der Detaildetektor angezeigt hat, ein Schatz verborgen ist, direkt unter dem Hügel, wo die Palme auch rauswächst, und zwar genau hier links. Und ich hatte einfach nicht die Möglichkeit, genau dahin zu gelangen und bin die ganze Zeit drumherum gelaufen. Also der Schatz muss direkt unter dem Hügel sein und ich hatte nicht die Möglichkeit, den freizulegen. Was natürlich sehr schade ist, weil ich gerne gewusst hätte, was hier noch als Belohnung auf mich gewartet hätte. Vielleicht auch nur Diamanten und Münzen oder halt der gewünschte Gegenstand, den Captain Silverfish von mir haben will. Aber da die Inseln zufällig generiert werden, werden die Schätze natürlich auch zufällig generiert und positioniert, also kann es durchaus sein, dass sowas mal vorkommt und ihr nicht die Möglichkeit habt, den Schatz freizulegen. Das soll euch jetzt natürlich aber nicht den Spaß nehmen, weil ihr werdet durchaus eine andere Insel haben und könnt vermutlich alle Schätze freilegen. Für euch noch als wichtige Info, wenn ihr die Schatzsuche beenden wollt, dann könnt ihr zu Captain Silverfish gehen, ihr könnt ihn mal ansprechen, da wird er euch sagen, dass ihr alles behalten könnt, wenn ihr nicht das gefunden habt, wonach er sucht, und sobald ihr auf das Boot klickt, fahrt ihr zurück zu eurer Marina und habt dann aber nicht wieder die Möglichkeit, zurück zu der Insel zu gelangen, also ihr werdet dann durchaus eine Woche warten müssen, bis ihr die nächste Schatzsuche starten könnt. Captain Silverfish weist auch darauf hin, dass wir auf der nächsten Karte oder nächsten Insel vermutlich mehr Glück haben werden, die Schätze zu finden oder genau natürlich das, was er sucht, was uns natürlich verrät, dass es durchaus weitere Schatzsuchen für uns geben wird. Es bleibt also spannend, weil wir nicht genau wissen, was Captain Silverfish von uns eigentlich haben will, was wir hier für ihn ausgraben. Wenn ihr aber schon das Glück hattet und direkt den Gegenstand gefunden habt, den er benötigt, dann packt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich tue es gerne oben verlinken, damit andere auch erfahren, was genau er eigentlich sucht. Vielleicht hat da schon jemand das Glück und hat den Gegenstand bereits beim ersten Mal gefunden. Mit dem neuen Update und dem neuen Charakter Captain Silverfish kommt nochmal etwas frischer Wind in das Spiel Creatures of the Deep, was für mehr Abwechslung sorgt, da wir ja jetzt hier ein neues Minispiel haben, welches wir vermutlich jede Woche einmal machen können. Ja, das war jetzt schon alles Neues, was ich euch zu dem neuesten Update sagen konnte. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Schatzjagd. Sucht ordentlich Diamanten, Münzen und den Gegenstand, den der Captain von euch haben will. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich natürlich auch, wenn ihr ein Like da lasst und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, Leute, euer Delrox. Ciao, ciao.